Das nächste Topspiel zu Hause gegen Borussia Dortmund, die momentan der Liga-Primus sind, das Maß aller Dinge. Ich glaube, gegen Augsburg haben sie das erste Mal verloren oder sogar unentschieden gespielt. Nur unentschieden, die haben nämlich 19 Punkte. Und wir könnten heute bis auf 2 Punkte an Dortmund rankommen. Wir haben viele interessante Spieler, junge Spieler. 2 habe ich, nachdem ich endlich mal meine spanischen Spieler scouten konnte, habe ich gleich in die erste Mannschaft hochgezogen. Die sind beide auf der Bank. Von nun an. Die taktischen Anweisungen habe ich ein bisschen verändert. Ich habe ein bisschen was verändert an den Laufwegen und an den Positionen und hast du nicht gesehen. Und ich hoffe, dass das heute oder ab jetzt Früchte trägt. Im Aufbau ist es nämlich ein 2-2-4-1, wenn das rechnerisch aufgeht, oder 5-1. Auf jeden Fall wird es hinten eine Zweierkette, dann 2 im Mittelfeld, dann eigentlich 4 vor dem oder hier hinter dem Stürmer, so wollte ich das sagen. Und dann stehen wir ein bisschen höher auf 70 ist jetzt gestellt. Ich werde euch das gleich alles mal zeigen, wenn ich dann mal den Ball habe und ein bisschen in Ruhe hier spielen kann. Also für euch nochmal, damit ihr es besser versteht, was ich hier gemacht habe und wieso ich das gemacht habe. Ich möchte einfach mutiger spielen, nach vorne, kurze Pässe, 70 die Höhe, und so sieht das Ganze dann mit Ball aus. 2 Innenverteidiger, 2 Sechser, dann 2 links, 2 rechts, einen in der Mitte, einen Stürmer, die sich hoffentlich nicht gegenseitig auf den Füßen stehen werden. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der BVB auch wirklich so stark ist, wie es in der Tabelle aussieht. Oder ob das alles nur scheinheilig ist, was ich nicht glaube. Die haben von den Namen her auch echt eine gute Truppe. Özcan, Anton, vorne Girassi, Adeyemi, Malen. Also da läuft schon viel Qualität rum, und auch Maxi Bayer vorne. Scheint wohl hier ganz gut zu knipsen. Zumindest in-game. Ja, und das ist heute der erste richtig große Gradmesser. War eigentlich auch schon Gladbach im letzten Part. Das haben wir auch ganz erfolgreich hinbekommen. Aber jetzt der BVB. Die haben unter anderem Luis, den hatte ich ja auch mal vorgestellt in einem Talente-Video. Ich weiß gar nicht zu welchem FIFA. Aber daran kann ich mich noch gut dran erinnern. Aber wir haben auch gute Leute. Wir haben Listesch, wir haben unter anderem vorne Kudowski. Jong war auf der Außen. Dazu Paul Wanner, Shootingstar, ist momentan auch richtig gut drauf. Also wird ein sehr interessantes Duell. Und dazu auch noch ein bisschen Qualität auf der Bank. Ich glaube, ich werde die beiden Leute mal einsetzen. Vielleicht nicht heute, aber die nächsten Spiele kriegen es auf jeden Fall mal die Chance, sich zu zeigen. Hätte ich die mal früher bekommen, dann hätte ich die auch ein bisschen früher einsetzen können schon. Aber das Spiel wollte das nicht so. Und der BVB auch mit ganz vielen Jugendspielern. Julian Brandt, Maxi Bayer vorne, kein Abseits. Da muss jetzt Poso ran. Bayer, Brandt wäre rangekommen, aber Poso, das dürfen wir natürlich nicht machen. Das ist Hanebüchen. Das wird bestraft. Nicht nur gegen den BVB, sondern auch gegen viele andere Gegner. Aber wir machen das schon. Wir machen das schon. Irgendwie. Campbell gegen Wanner, auch hier die 2 Shootingstars gegeneinander. Özcan, Achtung, Özcan! Und Sinamoy darf sich mal auszeichnen. Zum ersten Mal so richtig seit vielen Spielen. Gut gehalten. Nächster Eckball, nicht gut getreten. Listesch kriegt er geklärt. Oh, spielt auch direkt nach vorne. Da wäre doch dann Platz gewesen, aber wir stehen dazwischen. Sehr schön. Defensive steht auch hier. Wie schnell können wir umschalten? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Wanner. Unten auf Poso. Ganz oben wäre Jong war. Oh, wenn er den hinkriegt. Nee, kriegt er nicht. Das war ein bisschen blöd. Aber Castañeda auch richtig guter Mann. Im Mittelfeld hält sich den Gegner vom Leib. Und leitet dann ein. Oben Jong war. Müsste eigentlich durchlaufen. Oh, spielt ihn doch hoch. Warum funktionieren die hohen Bälle nicht mehr so? Die werden jetzt auch seltener gespielt. Jetzt Malen gegen Jong war und der ist da natürlich. Auch wenn er jetzt den Ball verliert. Oh, das war nicht so schlau. Achtung, nächste Chance. Wieder steht einer dazwischen. Die Dortmunder machen schon mal mehr Druck. Die sind gut im Pressing drinne. Oben Paul Wanner. Ich sehe Jong war. Der steht oben immer frei. Oder spielt sie sehr oft frei. Und wird auch jetzt mal angespielt. Kudowski, Jong war. Setzt sich gut durch. Und jetzt muss sich einer fallen lassen. Philipp am besten. Verlängert. Abgefälscht. Listesch. Und Kobel muss zum ersten Mal ran. Ja, gefällt mir. Die Angriffe nach vorne. Am Hals von Paul Wanner. Da kribbelt es ein bisschen. Ja, sieht nicht ganz richtig aus, aber egal. Müssen wir so hinnehmen, wie es ist. Ecke kommt auf jeden Fall. Castañeda auf Kobel. Aber wir spielen mit. Also wir verstecken uns nicht. Das machen wir sowieso nie. Wenn ich das Zepter in der Hand habe, ich als Trainer, ich spiele nie defensiv. Oder ich
stelle mich nie hinten rein. Das war mal, also ganz, ganz früher in meinen Anfangszeiten. Aber auch da habe ich versucht, eigentlich immer nach vorne zu spielen. Und das, ja, behalte ich bei. Egal zu welcher Truppe ich gehe, egal mit welcher Mannschaft ich noch spiele. Das wird fortgeführt. Auch wenn es natürlich, ja, auch mal in die Hose gehen kann. Natürlich. Selbstverständlich. Ab und an wird das auch mal nicht so gut gehen. Aber bislang ist das richtig gut. Castaneda lässt sich da nicht verarschen. Jetzt die Chance. Listesch wird gehalten. Der Konter läuft trotzdem über Brodowski. Philipp in der Mitte. Oh, zu weit nach hinten geflankt. Aber der Rebound gehört uns. Wanner. Poso. Ist schon im Strafraum, muss ich mal irgendwo anbieten. Philipp und Brodowski. Ja. Abschluss ist da. Gut gespielt. Mehr will ich gar nicht. Wenn es heute nicht reicht für einen Sieg, sondern wieder nur für einen Punkt, dann ist das auch absolut okay. Wie gesagt, wir performen eh gerade so ein bisschen über. Ich weiß nicht, ob der Kader nicht doch irgendwann mal einen kleinen Knick bekommt. Ich hoffe nicht. Aber es läuft echt bislang zu gut. Möchte ich mal meinen. Jetzt kommt Oth. Gegen Castaneda. Brandt. Gegen Poso. Eigentlich haben wir die bislang gut im Griff. Und das bleibt nach wie vor dabei. Remberg. Auf Castaneda. Die beiden Sechser. Oh, auch wenn jetzt hier der Fehlpass da ist. Machen einen guten Job. Die halten da wirklich sehr, sehr viel zusammen. Laufen die Passwege zu. Sind gut in Zweikämpfen. Vor allem Castaneda. Der hat ein richtig, richtig gutes Zweikampfspiel. Aber Pascal Groß, der weiß auch nicht so recht wohin. Und dann ist eigentlich Namdi Collins da. Dann ist es Gott sei Dank abseits. Sonst wäre Maxi Bayer da vielleicht nochmal aufs Tor gelaufen. Aber es bleibt erstmal beim 0-0. Ist ein gutes Spiel. Ja, Dortmund steht auf jeden Fall höher. Das ist klar. 3:3 Schüsse. So hatte ich auch den Eindruck, Dortmund mit ein bisschen mehr Ballbesitz. Wir müssen einfach ein bisschen geradliniger auch über die Flügel werden. Vielleicht muss ich da auch nochmal was umstellen, dass sich die beiden Flügelspieler dann, also der ZOM und der jeweilige Verteidiger, nicht über den Haufen laufen. Vielleicht muss ich da auch nochmal ein bisschen was anpassen. Aber momentan läuft das sehr, sehr gut. Weil die beiden äußeren ZOMs haben Innensturmprofi. Das heißt, die lassen sich auch mit in den Strafraum mal fallen oder ziehen nach innen. Und dadurch ist dann auf der Außenplatz. Das ist so die Hoffnung. Oh, nächstes Spiel ist gegen Leipzig unter der Woche. Oder die Waldfee. Und auch Leipzig ist momentan richtig gut drauf. Die haben auch, sind auch, glaube ich, Dritter oder Vierter müssten sie sein. Also die stehen nicht so schlecht da. Listesch, oh, Fehlpass mit Ansage. Aber viel weiter als bis Castaneda kommen sie eigentlich gerade nicht. Oder Remberg oder je nachdem oder irgendeiner. Remberg ist dazwischen und jetzt die Chance umzuschalten. Brodowski gegen Anton. Brodowski, oh, gegen Anton. Verliert er den Zweikampf. Gut, das war auch irgendwie klar. Aber trotzdem, weiter draufbleiben. Brodowski holt sich den Ball wieder. Es ist super. Spitzenmäßig, wie sich hier gegenseitig alle unterstützen, alle supporten. Und dann ist jetzt mal, oh, Platz für Wanner. Fehlpass. Auch wieder mit Ansage. Und dann fehlt natürlich hinten rechts ein Spieler. Und wenn dann der Gegner mal schnell umschaltet, dann haben wir natürlich auch, oh, Lücken da. Maxi Bayer aufgepasst. Chance für Dortmund. Und Sinamoy hält, was zu halten ist. Aber das war mal gut gespielt von Dortmund. Schnell direkt. Ohne viel Heckmeck. Aber das können wir auch. Jetzt sind wir mal vorne. Wanner, Poso. Ist irgendeiner frei? Zweiter Pfosten vielleicht. Jongwa. Das war zu schlecht. Jetzt bin ich gerade mal am Überlegen, was wir noch machen können. Ob wir das nochmal ein bisschen modifizieren können. Ob wir das nochmal ein bisschen umstellen. Also, dass die sich nicht die ganze Zeit in den Weg laufen. Ob die... Nee, so nicht. So laufen sie sich erst recht um. Flügelmotor. Ist eigentlich genau das gleiche wie Innensturmprofi. Da ziehen sie aber wirklich rein in den Strafraum. Hier könnte sich auch noch jemand in die Innenverteidigung fallen lassen. Listesch könnte... Was kann der eigentlich noch? Schattensturmprofi. Dann wäre der ein bisschen weiter vorne. Bewegungsfreiheit. Ich lasse das jetzt alles mal so. Ich wollte gerne mal wechseln. Ich wollte euch gerne mal die beiden Jugendspieler zeigen. Oder zumindest mal zeigen. Ob ich sie jetzt beide rein tue, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall... Ja, einmal Carrasco, linker Flügel, hat schon eine 64 und nochmal 3 Stärken besser, Duarte. Der kann auch im zentralen Mittelfeld spielen, der könnte also für Remberg oder für Castaneda auch mal spielen. 88 Tempo und Carrasco hat 77 Tempo. Ich bringe mal Duarte rein für Brodowski. Brodowski hat nämlich in dem Fall nur 86 Tempo, aber so einen musst du spielen lassen. Und genau das ist ja das, was ich immer
gewollt habe oder auch möchte, dass man auch Leute aus der Jugend hochzieht, wenn die gut sind. Und gerade so jemand, der muss einfach hoch in die erste Mannschaft. Und damit machen wir dann halt auch leider Geld. Leider, weil wir die dann halt auch irgendwann verkaufen würden, aber für viel Geld. Und so baust du die hier Stück für Stück dann Imperium auf, Weltherrschaft und so weiter. Preußen Münster wird wahrscheinlich irgendwann hier die Weltmacht im europäischen und weltweiten Fußball. Aber das dauert noch ein paar Saisons. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier in der Bundesliga Fuß fassen. Achtung, Dortmund kommt. Oh, guter Ball. Achtung, spitzer Winkel. Sinamoy und Partov. Steht goldrichtig. Der war nämlich schon geschlagen, Sinamoy. Und der wäre, glaube ich, sogar reingegangen. Und der Rücken von Partov, der breite Rücken, rettet uns vor dem Rückstand. Das ist halt momentan das Glück auch ein bisschen, was wir haben, dass die Bälle halt nicht reinspringen vom Rücken ins Tor zum Beispiel, sondern halt einfach ja, auch geklärt werden. Dann zum Eckball in dem Fall. Und das war... Oh, was war das denn, ey? Das war gerade sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Aber Dortmund kommt schon wieder über Luis. Kein Abseits. Malen mit der Hacke. Ja, jetzt legen sie sich uns wieder so ein bisschen zurecht. Achtung, Schuss ist da! Wer Pfosten? Und wieder ein bisschen Glück. Da wäre Sinamoy nicht rangekommen. So, und jetzt haben wir Duarte zum ersten Mal im Einsatz. Paul Wanner und Poso. Und wir beruhigen jetzt erstmal wieder ein bisschen das Spiel. Jetzt ist Dortmund gerade besser. Wir sind gerade mehr in der Defensive beschäftigt. Aber jetzt mit dem Angriff über Jongwa. Schöne Flanke, Philipp. Kriegt sich nicht positioniert. Aber dafür unser Shootingstar. Wanner. Zu hoch. Zu hoch drüber, zu weit daneben. Einfach nur schlecht. Aber ich nehme das 0-0 auf jeden Fall mit. Wenn es hier beim 0-0 bleibt, wäre das wieder ein gewonnener Punkt. Wieder ein Punkt mehr gegen den Klassenerhalt. Also für den Klassenerhalt natürlich. Gegen den Abstieg, so wollte ich das sagen. Aber Dortmund ist noch nicht durch hier. Bayer gegen Partov. Flanke kommt, Brandt. Läuft aber bislang da auf Granit. Und jetzt kommt Duarte. Komm, zeig uns mal dein 88 Tempo. Möchte ich jetzt auch gerne mal sehen. Jongwa, Duarte vorne läuft da durch. Leverkusen liegt gegen Gladbach hinten. Duarte gegen Anton. Ja, schade. Den musst du nur richtig einsetzen. So, es sind noch 8 Minuten mit Nachspielzeit. Weiterhin 0-0. Dortmund macht das Spiel. Hat jetzt die besseren Chancen auf jeden Fall. Mehr Ballbesitz. Und wir sind natürlich in der Defensive mal gefordert. Wieder Brandt gegen Poso. Da hat er nicht gut ausgesehen. Poso gegen Brandt. Flanke kommt, aber viel zu weiter ist Jongwa. Kriegt er eigentlich gut verteidigt. Zu leicht verteidigt wahrscheinlich. Zu lässig. Zu leichter Ballverlust. Remberg kommt nicht ran. Achtung, da geht keiner an. Malen ran! Und der Außenrissschuss. Aber doch 2-3 Meter drüber. Und die Wechsel kommen jetzt hier alle 2 Minuten. Also Dortmund möchte noch mal ein paar frische Kräfte. Möchte jetzt hier wahrscheinlich auf den Last-Minute-Sieg gehen. Vielleicht gibt es ihn ja für uns. Vielleicht ist das mal wieder ein Spiel, wo wir das Ganze hier in letzter Sekunde irgendwie hinkriegen. Aber so nicht. Das sind heute zu viele Fehlpässe. Das sind zu viele Fehlpässe. Und jetzt kommt Bayer gegen Collins. Collins ist da. Perfekt. Läuft ihn ab. Und dann sieht es nach einem 0-0 aus. Aber wir haben ja noch Duarte. Komm, 88 Tempo. Möchte ich jetzt mal sehen. Gegen Groß. Also vorbei. Oh, kleine, schnelle Schritte. Und jetzt Philipp in der Mitte. Kriegt da nochmal eine Chance. Ryan Philipp. Er nicht. Aber Listisch. Und Wanner. Das wäre es gewesen. Der wäre richtig gut gekommen. Da musste Kobel sich lang machen. Nochmal ein Eckball. Last-Minute-Tor. Da bin ich eigentlich Experte. Das kann ich. Das habe ich früher schon gewusst, wie das geht. Und das mache ich immer noch. Partov. Aber heute nicht. Schluss aus vorbei. 0:0 gegen den BVB. Ist ein gewonnener Punkt für uns. Bin ich auch zufrieden mit. So viele Chancen hatten wir nicht. Wenn wir vom Tor waren, war es doch gefährlich. Aber Dortmund hatte unter anderem einen Pfostenschuss. Wir hatten 2-3 Mal Sinamoy, der richtig gut gerettet hat. Und somit geht unsere Entwicklung weiter in die richtige Richtung. Am Ende der Schuss von Paul Wanner, der war echt gefährlich. Ich habe mir das nochmal in der Wiederholung angeschaut. Also, da musste Kobel sich wirklich lang machen. 8 DFB-Pokal, deswegen spielen wir auch unter der Woche. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine dazwischen geschobene englische Woche. Ja, Fröhling möchte auch öfter spielen. Dagegen Mikel Duarte.
Hat mich beeindruckt. Also auf jeden Fall der eine Sprint zum Schluss. Man hat schon gesehen, dass der 88 Tempo hat. Ja, aber das sind jetzt zum Beispiel auch Spiele gegen Leipzig. Da könnten wir eventuell dann auch mal wieder einen Frühling spielen lassen. Da müssen wir auf jeden Fall rotieren. Da haben wir ja nur 2 Tage Pause. Also da müssen wir auf jeden Fall ran. Vorher schauen wir aber auf die Tabelle. Und dann kommt wahrscheinlich mit die formstärkste Mannschaft jetzt zu uns mit Leipzig. Da gucken wir jetzt gerade mal drauf. Nachricht von Wallner, das ist wahrscheinlich der Linksverteidiger. Hey Boss, besteht die Chance, dass ich im nächsten Spiel spielen darf? Ich denke drüber nach. Aber höchstwahrscheinlich nicht. Je nachdem. Wir haben ja Kaba. Ja, nach der Systemumstellung jetzt ist er jetzt so ein bisschen das Opfer. Also von der Qualität her, was da auch am Potenzial auf dem Platz steht bei Leipzig und auf der Bank, ist das auch ziemlich stark, muss ich sagen. Letzten 5 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden. Da könnte jetzt oder müsste jetzt eine Niederlage folgen. Guck mal, Lucas Hernandez haben die auf der Bank, Estupinian, Van de Voort, Nusa dazu, Yusuf Pausen, Rossellou, Šeško, Openda. Also bei allem Hass auch berechtigt wahrscheinlich gegenüber diesem Konstrukt, aber das, was da auf dem Platz steht, an Qualität und auch so an Spieler und Potenzial, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Aber wir sind ja auch nicht irgendjemand, ne? Wir sind ja aufgestiegen, wir haben auch momentan eine richtig gute Phase. Gab schon Spiele im Pokal, gucken wir mal, wer spielt da alles so? Ach, Quatsch. Das können wir gleich nochmal angucken. Wiesbaden gewinnt schon mal gegen Essen, Paderborn gewinnt in Hannover nach Elfmeterschießen, Düsseldorf in Fürth und Nürnberg gewinnt gegen Lautern. Sind da noch ein paar interessante Spieler? Oh mein Gott, also mit der... So, links hier. Dortmund spielt gegen Kiel. Gut, ist eigentlich eine sichere Sache. Stuttgart 2 gegen Darmstadt unter anderem. Dresden-Braunschweig ist wahrscheinlich noch so eine Quali-Runde. Weil ich sehe Eintracht Frankfurt gar nicht. Ach so, da. Klar, Eintracht Frankfurt gegen Hertha, Bayern in Paderborn. Nun gut, Runde 2. Jetzt gucken wir aber auf die Bundesliga. Da wollte ich jetzt eigentlich hin. Sind nach wie vor Zweiter. Leipzig noch ohne Niederlage. Jetzt wird Zeit. Ja, und die anderen, die kommen auch noch nicht so richtig in die Saison. Bayern hat bislang 4 Unentschieden, auch ungewöhnlich. Leverkusen hat schon 3 Niederlagen. Die Kölner machen entweder oder, Ex oder Hop, 4 Siege, 4 Niederlagen. Und wir sind auch immer noch oben. Wir haben nur 9 geschossene Tore, das sind mit die wenigsten. Aber wir sind sehr, wie sagt man, sehr effizient. Wir schießen wenig Tore, aber holen dafür viele Punkte. Augsburg wartet immer noch auf den ersten Sieg, genauso wie Hoffenheim. Die spielen einfach jedes Mal unentschieden, 7-mal unentschieden schon. Haben Torverhältnis von 6:7, auch sehr, sehr wild. Also, gelingt uns die Überraschung im Pokal gegen die bislang sehr stark aufspielenden Leipziger oder nicht? Das ist die Frage. Die Antwort gibt es im nächsten Part. Hoffentlich wieder mit euch. Macht's gut. Ciao, ciao.